Was ist Südamerika? Nur ein weiteres Ziel auf der Landkarte oder Soul Food für Abenteurer? Ich nehme euch mit auf eine Reise quer durch den Kontinent. Von der Mitte der Welt über die Spuren der Inkas bis hinauf auf das Dach Boliviens. Hallo. Erzähle von indigenen Wundern und schrecklichen Tragödien. Spürt die Hitze des Amazonas. Atmet den Staub der Wüste und findet euch selbst in der Stille der Anden. 5000 Kilometer, 4 Länder, ein einziger gewaltiger Rausch. Mein Motorrad und ich am anderen Ende der Welt. Los geht der 5000 Kilometer Rausch durch Südamerika am Äquator in Quito. 2850 Meter. Es ist die zweithöchste Hauptstadt der Welt. Wir sind hier mitten in den Anden. Das Besondere an Ecuador ist, dass es für südamerikanische Verhältnisse winzig ist. Es ist etwas kleiner als Deutschland. Das heißt, die Klimazonen liegen hier so nah beieinander wie nirgends sonst. Ich fahre also raus aus den kühlen Bergen und runter in den Amazonas-Regenwald. Hier kommt das von mir oft angepriesene Schichtensystem zum Einsatz. Denn ich starte bei frostigen 10 Grad und nur 3 Stunden später knallt die feuchte Dschungelhitze mit über 30 Grad gegen das Visier. Typische Amazonas-Atmosphäre tanke ich in der Affenstadt Puerto Misahuay. Hier treiben Kapuzineräffchen mitten im Ort ihr Unwesen. Das ist super cool und wenn ihr in der Nähe seid, müsst ihr hier vorbeischauen. Außerdem liegt der Ort direkt am Rio Napo und es gibt die Badestrände, die für den Amazonas-Regenwald so typisch sind. Das ist halt wie ein Strand am Meer. Das ist halt weißer Sand und ist aber Süßwasser. Das ist halt richtig geil. Das ist in Brasilien ja auch so. Ja, hier ist es ein bisschen, da hinten ist es ein bisschen rougher, aber hier kann man schön planschen. Danach wird wieder geklettert. Mein nächstes Ziel ist Baños. Eine Stadt, die zwischen Wasserfällen und Vulkanen klebt und als das Abenteuerzentrum Ecuadors gilt. Es gibt viel Hiking, viel Rafting, Outdoor-Wassersport auch wieder und so. Und es liegt wieder in den Anden, also die Temperatur sollte wieder deutlich kühler sein, eher so wie in Quito. Hier habe ich gestern Eis essen. Das hier ist schon Baños. Dulces, das haben mir schon Leute gesagt, man soll hier Dulces essen, also Süßes. Das ist hier bekannt. Es soll sehr touristisch sein hier. Ponchos.
am Montano Camping Hostel. Das ist es. Sí. Ah, super. Sí. Sí, exacto. Nice to meet you, hola. Also es ist so eine Art Camping, Hostel, beides. Ist sehr sauber, ist sehr cool und die Aussicht ist überragend. Ich zeige es mal. Das hier mit der Zunentür ist mein Zimmer. Da unten ist eine Küche, man sieht es. Und dann da sind Bäder und so weiter, da arbeite ich jetzt gerade. Und das da ist der Vulkan, jetzt ist er gerade zugezogen. Aber man kann auch hier hochlaufen zu dieser, da ist irgendeine Jungfrau-Statue. Seht ihr, warum Baños so touristisch beliebt ist? Zum Beispiel, das ist auch cool, ihr seht da der Fluss geht da lang und da geht so eine Kante und da sind gleich zwei, kann ich von hier sehen, vielleicht sind sogar noch mehr da. Man sieht es vielleicht schlecht auf der Kamera, aber da gehen zwei Wasserfälle im freien Fall runter. Da ist der andere, wo ich schon war, zu Besuch neben den Thermalbädern. Ja, hier sind überall welche. So, ihr seht es läuft hier raus aus meiner Jacke. Ich konnte nicht stehen bleiben, als es richtig angefangen hat. Es kam plötzlich. Ich bin nass bis auf die Unterhose, alles ist nass. In meinen Schuhen, das hier ist in einer wasserdichten Tasche oder halb wasserdichten Tasche für die Kamera. Ja, Schuhe stehen 20 cm Wasser drin. Wir lassen Baños hinter uns und fahren vorbei an rauchenden Vulkanen bis zum mächtigen Chimborazo. Der Chimborazo ist einer dieser Punkte, die man nicht verpassen darf. Denn der schlafende Vulkan ist der höchste Berg der Welt. Ihr wundert euch jetzt, denn normalerweise ist es ja der Mount Everest, aber nur wenn man vom Meeresspiegel aus misst. Vom Erdmittelpunkt aus ist der höchste Berg der Chimborazo. Das ist so, weil die Erde keine perfekte Kugel, sondern eine Ellipse ist. Also fürs unnütze Wissenskonto merken wir uns, nirgendwo ist man näher an der Sonne als am Gipfel des Chimborazo. Weiter geht's nach Süden. Cuenca ist UNESCO-Weltkulturerbe und wird oft als das Athen Ecuadors bezeichnet.
Die Kolonialarchitektur ist fantastisch erhalten und der perfekte Ort, um einmal tief durchzuatmen, bevor es zur Grenze geht. In Peru gönne ich mir erstmal eine Pause am Pazifik. Rohe Muschel. Bien? Con sal, con esto, ¿no? Poquito. Ein paar entspannte Wochen am Strand werden aber auch zu einem Realitätscheck. Denn hier kann man den Klimawandel live sehen. Der ganze Strand hier ist unterbaut mit diesen Säcken. Also die füllen da Sand rein, um das Wasser aufzuhalten. Und der hat gesagt, es ist traditionell so, dass das Wasser 50 Jahre zieht es sich zurück und dann kommt es wieder 50 Jahre. Die Bewegung, die halt früher in 50 Jahren passiert ist, passiert jetzt in 5 Jahren. Also es ist halt viel krasser. Und es waren irgendwie ein halber Kilometer mehr Land. Und die Brücke ging da runter in den Strand. Dann haben sie immer jeden Morgen, war das Wasser 5 Meter näher, dann mussten sie die Brücke ein Stück abbauen. Was früher eine großzügige Anlage war, wird jetzt Stück für Stück vom Meer gefressen. Einige Bungalows sind bereits versunken und der Pool, den ich noch benutzen konnte, ist mittlerweile auch verloren. Die Menschen hier bereiten die Flucht in die Berge vor. Und genau da zieht es mich jetzt auch hin. Ich verlasse das schwindende Paradies am Strand und durchquere die Wüste. Vor mir liegt der Abra Posuya. Mit 2145 Metern ist er der niedrigste Pass der peruanischen Anden und das Tor in eine andere Welt. Das sandige Grau der Wüste verschwindet und allmählich kehrt die Farbe zurück. Es wird immer grüner. Ich bin im Nebelwald des Amazonasbeckens, der Heimat der Wolkenmenschen. Südamerika ist echtes Entdeckerland. Hier gibt es auch heute noch Orte, die noch nie ein Ausländer zuvor gesehen hat. Und so ähnlich ist auch die Geschichte des Gokta-Wasserfalls. Und der wurde 2002 erst entdeckt von einem Deutschen, der hierher kam. Das ist nämlich auch das Besondere an meinem Hostel. Der Deutsche hat in diesem Hostel gewohnt. Damals gab es noch keine Zimmer, hat er dann nur gecampt. Und quasi der Besitzer, der hat
ihm den Wasserfall gezeigt. Und dann kam er 2006 wieder mit Archäologen und Geografen und so und hat es vermessen hier. Ich glaube 771 Meter Drop, Vertical Drop. Und damit ist er einer der höchsten Wasserfälle der Welt. Und hier sieht man es, Gokta 771, 771 Meter Free Drop. Und man ist halt wirklich tief im Amazonas. Es ist jahreszeitenabhängig, wie viel Wasser da runterkommt. Jetzt ist quasi der Anfang von der Regenzeit, aber es hat noch wohl nicht viel geregnet hier. Deswegen, da kommt es ganz gut runter, aber es prallt da auf den Felsen, kann man das sehen, und dann wird es so zerstäubt. Mein Weg führt weiter Richtung Cajamarca. Ich steuere auf eines der größten Monumente der peruanischen Anden zu, den Abra Caya Caya. Die Piste schraubt sich auf über 3600 Meter hoch, bevor sie in den gewaltigen Marañón Canyon abfällt. Die Schlucht ist hier teilweise tiefer als der Grand Canyon. Aber diese Superlative sind natürlich noch nicht genug, denn genau hier, mitten in den Wolken, registriere ich plötzlich einen Druckabfall im Hinterreifen. Oh oh. Der Übeltäter ist schnell gefunden, ein kleines Metallstück. Hier in der Höhe und bei diesem Wetter den Reifen auszubauen, habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Deshalb entscheide ich mich für die Strategie Pumpen und Fahren. Das ist halt jetzt super geil, dass ich hier die Kontrolle habe. Jetzt lohnt sich mein Reifendruckkontrollsystem richtig. Denn so habe ich den Reifendruck immer im Blick, kann warten, bis er auf 1 Bar fällt und dann nachpumpen. Das mache ich ungefähr alle 30 Minuten, bis ich die nächste Stadt erreiche. Dort kommt der Ersatzschlauch zum Einsatz. Frisch bereift geht es weiter. Die Strecke zwischen Celendín und Cajamarca ist ein ständiges Auf und Ab durch tief eingeschnittene Täler. Schließlich erreiche ich sie, die Stadt, die die Geschichte Südamerikas für immer verändert hat. Kolonialstadt. Und zwar ist das die Stadt, wo Pizarro, der Eroberer, Conquistador, den letzten Inka-König gekillt hat. Hier wurde Atahualpa, der Inka-König, gefangen gehalten in so einem Raum, und das ist der Raum. Und er hat den Raum mit Gold gefüllt, weil er gedacht hat, die Spanier würden ihn dann freilassen oder sein Leben verschonen.
Und nachdem er den Raum mit Gold gefüllt hatte, haben die Spanier ihn natürlich trotzdem gekillt. Und dieser Raum ist eine der Legenden, warum die Spanier gedacht haben, die Inkas verfügen über unendlich viel Gold. Denn wer einen ganzen Raum füllen kann mit Gold, der hat noch viel mehr. Und das hat Atahualpa ja auch gesagt, dass er noch viel, viel mehr hat, dass es nur ein Bruchteil ist. Und das ist eine der Ursprünge der Legenden des Inka-Goldes. Die Lösegeldkammer, das Cuarto del Rescate, kann man normalerweise auch besuchen. Aber wie ihr seht, wird sie gerade restauriert. Um den Kopf nach dieser traurigen Geschichte wieder frei zu bekommen, gönne ich mir ein wenig Käse. Denn Cajamarca ist nicht nur wegen seiner Inka-Geschichte berühmt, sondern auch die Molkerei-Hauptstadt Perus. Viele Leute kommen extra deswegen hierher. Außerdem starte ich eine etwas größere Wartungsaktion an meinem Motorrad. Flicke ein bisschen gebrochenes Plastik zusammen, baue sie bis aufs Skelett auseinander, reinige die Einspritzkammern und überprüfe das Ventilspiel. Crazy shit, wie dreckig das ist. Und da war hier diese Fliege drin. Cajamarca hat mir sehr gut gefallen. Aber wir haben erst die Hälfte der 5000 Kilometer geschafft. Ich schwinge mich wieder in den Sattel und tausche die kühle Bergluft gegen die feuchte Brise des Pazifiks. Mein Ziel, Huanchaco. Unter Surfern ist dieser Ort legendär, denn nur ein Stück weiter nördlich, in Chicama, bricht die längste Linkswelle der Welt. Ein Surfmekka, an dem regelmäßig internationale Wettkämpfe stattfinden. Schönen guten Morgen. Einmal schon übernachtet in Huanchaco. Und ihr seht, ich bin hier schön am Meer und es ist irgendwie voll diesig. Seht ihr das? Es regnet nicht oder so, aber es ist so voll. In Lima ist auch immer so neblig. Surfen ist in Peru kein Hobby, es ist Volkssport. Hier gab es schon lange, bevor das Surfen in Hawaii erfunden wurde, eine Art Surfbrett. Die Caballitos de Totora. Mit diesen Brettern aus Schilf gehen die Leute seit Jahrtausenden fischen. Neben Strand- und Surfkultur möchte ich noch auf eine kulinarische Besonderheit hinweisen. Nein, es ist nicht Ceviche, es ist Nikkei. Nikkei ist so wie Chaufa, davon habe ich schon oft erzählt. Chinesische Küche mit peruanischer Küche gemixt. Und das ist japanische Küche mit peruanischer Küche gemixt. Also quasi Sushi, aber mit allen Zutaten aus Peru. In Peru gibt es 3 Welten: Costa, Sierra, Selva. Die Küste, die Berge und den Dschungel. Mein Trip fühlt sich an wie ein Pendel, das ständig zwischen diesen Regionen hin und her schlägt. Es geht also wieder hoch, und zwar durch den legendären Cañón del Pato, die Entenschlucht. Obwohl der Name harmlos klingt, landet dieser Ort regelmäßig auf den Listen der gefährlichsten Straßen der Welt.
Auf knapp 50 Kilometern klettere ich 1000 Höhenmeter hinauf. Eingezwängt zwischen senkrechten Felswänden auf der einen und einem tiefen, ungesicherten Abgrund auf der anderen Seite. Steinschlag und Erdrutsche gehören hier zum Alltag. Trotz der dramatischen Beschreibung ist die Strecke kein Hexenwerk. Solange es trocken ist, wohlgemerkt. Der wahre Wahnsinn ist nicht die Gefahr, sondern die Kulisse. Selbstgezählte 48 handgehauene Tunnel ziehen sich hier durch den nackten Fels. Der Canyon ist die einzige Stelle, an der sich die beiden Gebirgsketten der Anden so nahe kommen. Die Cordillera Blanca mit ihren eisgekrönten 6000ern und die dunkle, gletscherfreie Cordillera Negra. Ein absoluter Genuss und ein unvergessliches Abenteuer, bevor ich das Herz der Hochanden erreiche. Spektakel. Hinter dem Canyon liegt eine der schönsten Regionen Südamerikas. Ein Paradies voller Abenteuerpisten. Wobei man das in Peru abseits der Küste eigentlich überall sagen kann. Das Land ist von vorne bis hinten Abenteuer Champions League. Ich fahre hoch zu Laguna Parón auf 4200 Metern. Direkt hinter dem türkisblauen Wasser erhebt sich der Ate Sonrayu. Er trägt den Beinamen Paramount Berg. Ob er wirklich das Vorbild für das berühmte Filmlogo ist, weiß man nicht. Aber er gleicht ihm bis aufs kleinste Detail. Hier kann man Bötchen fahren oder auf riesigen Gesteinsbrocken herumkraxeln, die Überreste gewaltiger Gletscher sind. Es ist ultra hart. Also hier ist nur so Geröll, die Steine sind auch locker teilweise. Ich glaube, das ist der Weg. Aber man muss schon aufpassen, wo man hintritt, um nicht vom schmalen Grat zu stürzen. Es ist vor allem die Kulisse, die diesen Ort so magisch macht. Danach geht es noch höher. Ich nehme Kurs auf den Punta Olympica. Ich glaube, wir sind hier oben angekommen. Hier kann man jetzt irgendwie wandern gehen, wenn man will. Und hier hat man Blick ins Tal. Butalinski. Schnee ist super nah.
Und hier ist der berühmte Tunnel Punta Olympica auf 4736 Meter. Damit ist er der höchste Straßentunnel der Welt. Ein dunkler Schlund aus Beton und Fels, der die weiße Gebirgskette wie eine Nadel durchsticht. Wegen des ständigen Hin und Hers ist mein Körper die Höhe gewohnt und ich habe keine Probleme. Aber man darf den Respekt vor den Bergen nie verlieren, sonst zahlt man den Preis. Ah, hier. Wow. Und es ist bewölkt, also das Wasser könnte noch blauer sein. Da sind die Gletscher. Gletscherwasser. Super schön, oder? Die Durchquerung des Tunnels fühlt sich an wie eine Reise in eine andere Dimension. Denn dahinter befindet sich das italienisch geprägte Dorf Chacas. Mit einem Gelato in der Hand fühle ich mich plötzlich wie in den Alpen. Ein Stück Europa mitten in Peru. Hier in den Bergen Perus gibt es 100.000 weitere solche Abenteuer zu erleben. Zum Beispiel den Pastorori-Gletscher erklimmen, wo ich mit Lucy bis auf 5.000 Meter hochgefahren bin. Jetzt aber fahre ich weiter nach Huaraz. Auf dem Weg komme ich in Yungay vorbei, ein Ort, an dem sich eine schreckliche Tragödie ereignet hat. Und zwar im Jahre 1970 gab es hier ein Erdbeben der Stärke 7,9. Also seht ihr dort den Christus? Dieser Berg war sehr wichtig für das Erdbeben, denn hier dieses ganze Feld, das ist die alte Stadt Yungay gewesen. Und die ist unter uns begraben oder unter mir begraben. Und zwar, das Erdbeben hier ist der höchste Berg Perus. Und von dem durch das Erdbeben gab es eine Schlammlawine und die hat die ganze Stadt begraben. Hier haben 20.000 Leute gelebt. Und ja, es gibt halt Schätzungen, wie viele da überlebt haben. 200 ist die Schätzung, dass von 20.000 Leuten 200 überlebt haben. Und 93 davon konnten sich auf diesen Hügel retten und haben da überlebt. Und die Stadt hat jetzt auch nur 7.500 Einwohner, die neue Stadt, also viel weniger als die alte. Aber hier sieht man dann jetzt zum Beispiel so Tanks, die hier aus der Erde noch gucken. Die Lawine raste mit einer Geschwindigkeit von 350 km/h über Yungay hinweg und begrub die Stadt innerhalb von nur 3 Minuten. In der ganzen Region starben damals etwa 70.000 Menschen. Der Ort ist heute ein nationaler Friedhof und Gedenkstätte. Hier haben wir einen Bus, der steckt halb in der Erde und da sind Menschen drin. Also es ist richtig krass. Und diese ganze Fläche, das war die Stadt, die begraben ist. Und die Leute, die chillen hier im Park und so, aber man muss sich halt auch ein bisschen vorstellen, dass unter uns halt 20.000 Leichen liegen. Mit dieser traurigen Geschichte im Gepäck und unter grauem Regen erreiche ich Huaraz. Die Stadt ist, ähnlich wie Baños in Ecuador, das pulsierende Herz für Abenteurer. Für mich persönlich ist Huaraz aber noch viel mehr. Es ist der Ort, an dem sich mein persönlicher Kreis schließt.
Als ich das erste Mal hier war, kam ich von Süden und bog in Richtung Dschungel ab. Eine Reise, die mich auf Frachtschiffen bis nach Manaus in Brasilien führte. Jetzt erreiche ich die Stadt von Norden. Damit habe ich Südamerika offiziell umrundet. Okay, gracias, ciao, ciao. Nach ein paar Tagen Rast verlasse ich die Cordillera Blanca und tausche die Gipfel gegen die Küste. Für die nächsten 1500 Kilometer bin ich raus aus den Bergen. Ich durchquere Lima, Perus Hauptstadt und eine 12 Millionen Einwohner-Metropole. Das Verkehrschaos hier ist neben Bogotá das schlimmste in ganz Südamerika. Auf Meereshöhe bekommt mein Körper zwar wieder die volle Ladung Sauerstoff, aber dafür habe ich mit der Hitze zu kämpfen. Denn kaum verlasse ich das Häusermeer von Lima, bin ich in der Wüste. Immer wenn ich hier bin, muss ich einen Blick auf Huacachina werfen. Die einzige natürliche Oase Südamerikas ist eine der spektakulärsten Fotospots der Welt. Nicht weit davon passiere ich die geheimnisvollen Linien von Nazca. Das sind riesige Tierfiguren, die ihre volle Pracht nur aus der Luft offenbaren. Sie sind über 1000 Jahre älter als das Inka-Reich und die Wissenschaft rätselt bis heute über ihren wahren Zweck. Und wie die Menschen damals diese gigantischen Geoglyphen mit solch einer Präzision in den Wüstenboden ritzen konnten. Hier sind die Linien, sieht man die? Von Nazca aus fressen Lucy und ich nun Kilometer auf der Panamericana. Während die Straße im Norden Perus lange eine öde Wüstenautobahn ist, zeigt sie hier ihr spektakulärstes Gesicht. Sie schlängelt sich direkt an den Klippen des Pazifiks entlang bis zur Grenze. Doch bevor ich Peru verlasse, schlage ich kulinarisch nochmal richtig zu. Peru wurde in den letzten 14 Jahren, sage und schreibe 12 Mal zur weltbesten kulinarischen Destination gewählt. So ist es Ironie des Schicksals, dass nicht Seafood und Ceviche mich zu Fall bringen, sondern eine banale Lasagne aus einer Mall in Tacna. Kurz vor der Grenze nach Chile liege ich flach. Jedenfalls ging es mir super dreckig. Also ich habe dann immer 1 Stunde geschlafen und dann eine halbe Stunde auf dem Klo verbracht und es ist wirklich wie Wasser kommst da raus. Mir geht's so schlecht, dass ich meine Weiterreise sogar verschieben muss. Als ich das Zimmer wieder verlassen kann, decke ich mich mit Antibiotika und Schmerzmittel ein. Nun geht es über die Grenze. Jetzt bin ich auf dem Weg nach Chile. Mir geht's auch ein bisschen besser. Es ist sehr trocken. Deswegen huste ich so. Wir sind ja halt immer noch in der Wüste.
und habe nochmal Breitbandantibiotikum gekauft und Loperamid, halt starkes Durchfallmittel, habe ich mir auch gekauft, habe ich mir jetzt eingeworfen, damit ich mich nicht einscheiße an der Grenze. Es ist zwar nicht mehr so schlimm, aber sicher ist sicher. Wenn ihr da mal 1,5 Stunden warten musst oder so in der Schlange, ja. Und dann habe ich mir noch starke Schmerzmittel gekauft, alles Rezeptzeug. Und in Chile Chile ist eben so, du kriegst die Sachen nicht rezeptfrei. Aber in den anderen, also hier in Peru schon. Das kostet auch kein Geld. Also dafür habe ich jetzt insgesamt irgendwie 7 Euro bezahlt für alle 3 Medikamente. Und jetzt hoffe ich, dass ich gewappnet bin, um nach Chile einzureisen. Arica, direkt hinter der Grenze, liegt im Norden der Atacama-Wüste und ist der trockenste bewohnte Ort der Welt. Das klingt jetzt erstmal harsch, aber tatsächlich ist es ein gemütliches Strandstädtchen. Aber nicht wegen der Entspannung bin ich bis nach Chile gefahren, sondern wegen einer neuen Kette für mein Motorrad. In Peru und in Ecuador hätte mich die aufgrund der extrem hohen Importzölle mehr als das Doppelte gekostet. Ich wollte einmal die Kette zeigen, wie hinüber die ist. Seht ihr das? Meine Güte. Wie schön ruhig die jetzt läuft. Silber glitzert. Auch neues Pignon hier vorne, Kettenritzel. Alles sauber gemacht mit Bremscleaner. Super geil. Die nächsten 30.000 können kommen. Aber hier waren ein paar deutsche Traveler. Und dann hat er mir gezählt, den hat er die Reifen gewechselt. Und diese Reifen haben 17.000 Kilometer drauf. Ich meine, hier sieht man es ein bisschen, das sind alles Heidenau-Reifen. Aber der hier, der sieht halt aus wie neu. Und da gibt es auch einen Vorderreifen. Hinten ist nicht meine Größe. Aber den Vorderreifen, der sieht halt aus wie neu. Deswegen, ich habe gesagt, ich würde den nehmen. Und ich habe hier noch ein Geschenk bekommen, weil ich gesagt habe, ich fahre nach Bolivien. Und Bolivien, es war ja schon immer schwierig mit Benzin, aber jetzt, da es ja eine Krise gibt, ist es besonders schwierig. Dann hat er mir hier noch einen 4-Liter-Kanister geschenkt. Super geil, weil ich habe noch vorher gesagt, so ey, ich will ein Geschenk bekommen, ich will keinen kaufen. Und es hat geklappt. Ach übrigens hier, deutsches Auto. Witzig. Bolivien ist also mein nächstes Ziel. Ich starte hier am Meer in Arica und will hoch hinauf in die Anden. Fast 5000 Höhenmeter auf nur 240 Kilometer Distanz. Das ist ein Anstieg von mehr als der halben Mount Everest Höhe oder für die Tour de France-Kenner 4-mal Alpe d'Huez. Und als wäre das nicht schon Herausforderung genug, herrscht dort oben gerade der Invierno Boliviano, der bolivianische Winter. Es ist, wenn hier an der Küste Sommer ist, ja, also in der Südhalbkugel ist ja umgekehrt Sommer wie jetzt. Wir haben jetzt Januar, es ist jetzt hier Hochsommer sozusagen und wir sind ja auch in der Wüste. Hier ist jeden Tag 30 Grad, es regnet nie. Allerdings hat es gestern zum ersten Mal getröpfelt und da sind die Leute rausgekommen, so ey, wie viele Monate hat es hier nicht geregnet. Aber das ist dann schon wahrscheinlich ein Zeichen, dass es in den Bergen super schlecht ist, weil es gibt den Invierno Boliviano, nennt man das. Also wenn Sommer ist in der Südhalbkugel, so wie jetzt, ist es aber in den Anden, ist es Regenzeit. Wenn ich mir die Wettervorhersage angucke, die nächsten 2 Wochen, jeden Tag Regen. Naja, jedenfalls geht es rauf auf 5000 Meter. Die Grenze ist auf 5000 Meter eine der höchsten Grenzen der Welt. Heute Morgen waren es da minus 10 Grad. Wow. Das ist natürlich ein Albtraum. Wir haben jetzt hier 28. Mit frischer Kette, dem Reifen und dem Benzinkanister im Gepäck fühle ich mich bereit. Doch ich habe keine Ahnung, welche Strapazen mich dort oben erwarten. Ja, wenn ich da jetzt auch schlafe von 0 auf 5000, da wird es mir halt schlecht gehen. Das ist halt genau, wie man es nicht machen soll. Aber gut, es ist jetzt halt so. Ich meine, es sind ja wie gesagt nur 200 Kilometer, dann bin ich da oben. Hier ist jetzt gesperrt. Und zwar
Von 13:20 Uhr bis 17 Uhr. Ich bin natürlich genau jetzt 14 Uhr. Scheißen. Und ich warte jetzt hier nicht, es fängt an zu regnen, es ist hier irgendwie 8 Grad. Ich habe mich jetzt voll angezogen, aber ich drehe um. Ich fahre woanders hin. Es ist mir zu blöd, hier jetzt noch 3 Stunden zu stehen. Hier habe ich jetzt eine andere Straße gefunden. Die gibt es bei Google nicht. Aber das sieht irgendwie ganz gut aus. Es sind sogar Schilder da und so. Ich schaue jetzt noch mal, wo das ist. Hier Tignamar. Habe ich noch nie gehört, aber das muss nichts heißen. Straßensperren gehören in Südamerika zum Reisealltag. Ich muss eine Entscheidung treffen. Wenn ich warte, wird es hier oben saukalt und ich komme in die Dunkelheit. Zurück nach Arica will ich auch nicht. Und der nächste Grenzübergang ist 6 Stunden entfernt. Also entscheide ich mich für die Straße, die es bei Google nicht gibt. Dafür switche ich zu Organic Maps, wo der Weg verzeichnet ist. Laut Karte umfahre ich so die Baustelle perfekt und treffe kurz vor der Grenze wieder auf die Hauptstraße. Es wundert mich halt, dass hier keiner fährt. Kann halt sein, dass es da keine richtige Verbindung gibt. Ich muss jetzt gleich nochmal die wasserdichten Handschuhe anziehen, so bringt es ja nichts. Also hier müsste ich jetzt nach links, aber wie man sieht, Rutas Cerrada. Und starker Regen oben, hat er gesagt auch. Ich habe gefragt, kann ich nicht mit dem Motor irgendwie durchfahren? Und er fragt jetzt den Chef. Also ich darf fahren. Alles ist scheiße da oben, hat er gesagt, und die arbeiten mit schweren Gefährten. Jetzt gucke ich noch, versichere ich nochmal, ich soll langsam fahren und so weiter. Sieh? Ich habe mich überrascht, dass die mich wirklich fahren lassen hier. Und ganz langsam. Ich sehe halt auch nichts. Ich will das Visier nicht aufmachen, dann ist der Helm innen nass. Ich habe mit Kälte und so gerechnet, aber mit so einem großen Abenteuer habe ich gar nicht gerechnet. Es ist wirklich, also es ist absolut null Sicht. Es ist eine Katastrophe. Jetzt musste ich doch den Helm aufmachen, weil mein Pinlock komplett dicht ist und ich nichts sehe. Sofort ist er pitschnass innen drin und ich muss das Mikrofon entfernen. Und jetzt wird es auch echt gefährlich. Ich bin die einzige Erhebung hier oben und es blitzt. Fucking hell. Und es hagelt. Oh Mann, oh Mann. Baustelle umfahren, Gewitter überlebt, Schnee und Eis getrotzt. Endlich erreiche ich Bolivien. Der Tambo Quemado auf 4680 Metern gehört zu den 5 höchsten asphaltierten Grenzübergängen der Welt. Mein Ziel ist der Sajama Nationalpark, benannt nach dem höchsten Berg Boliviens. Mit 6542 Metern ist der erloschene Vulkan das Dach des Altiplano. So, ich bin in Sajama angekommen. Ja, ich hatte auf diesem
Abkürzungsweg, den ich genommen habe. Dann irgendwann das Mikro rausgenommen, weil ich habe zwar so einen Pinlock drin, aber ihr wisst ja, mein Helm hier ist ein kolumbianisches Fabrikat. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber das Pinlock ist nicht so gut. Es macht schon was, aber es ist halt nicht so gut, wenn es dann regnet und so. Ja, deswegen musste ich dann immer aufmachen und dann wollte ich nicht, dass mein Mikrofon pitschenass wird. Jetzt habe ich hier schon den Trocknungshaufen gemacht, aber mir fällt gerade ein, das Mikrofon könnte ich vielleicht auch trocknen. Jetzt habe ich hier nur reingeworfen. Und ihr seht, es ist alles pitschenass. Also es hat richtig geregnet und es war so kalt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie kalt es war. Das war 0 Grad an der Grenze. Und es war halt auch so kalt, dass halt niemand rausgehen wollte und das Gepäck kontrollieren. Die haben gesagt, hast du Früchte dabei? Nein. Irgendwas zu essen? Nein. Okay. Ciao. Ja, jetzt bin ich nach Sajama gefahren. Das ist so eine halbe Stunde von der Grenze entfernt. Und hier sind heiße Thermalquellen. Ich habe jetzt hier gefragt, kann ich was essen? Und dann haben die gesagt, ja, aber ich frage mal, ob es noch geht. Also das noch dazu bestellen. Und es ging. Jetzt gegenüber gibt es noch so einen Shop. Achso, ich wollte eigentlich mit euch rausgehen, aber ich wollte euch erst nochmal das Highlight zeigen. Es gibt eine Heizung. Da steht die Lucy. Und man sieht halt, das Panorama ist halt schon super geil. Ich meine, es könnte noch klarer sein, aber guckt euch das an halt. Das ist halt der Wahnsinn. Ja. Und ja, das Dorf habt ihr beim Reinfahren gesehen, da ist ein Shop. Bin ganz zufrieden, obwohl ich zwischendurch sehr gelitten habe auf dem Weg. Also 0 Grad ist okay, also ist kalt, aber 0 Grad und Regen ist too much. Gut, bis morgen. Als mein Körper in der Nacht zur Ruhe kommt, beginnt der Sauerstoffmangel mein Hirn zu zermartern. Ein unerträgliches, hämmerndes Pochen. Ich komme aus dem Zimmer nicht mehr raus. Schönen guten Morgen. Ja, gestern, nachdem der Tag ein bisschen besser war, ich habe dann hier mir ein Süppchen gekauft, habe das gemacht. Stunde später, alles rausgekotzt. Ging es mir richtig, also so starke Kopfschmerzen. Ich habe gedacht, mir explodiert der Kopf. Habe alle Schmerztabletten, die ich noch hatte, reingehauen. Hatte gar nichts geholfen. Und dann irgendwann in der Nacht ist mir eingefallen, dass ich noch Aqua Florida habe. Aqua de Florida. Also, das ist extra für Höhenkrankheit. Und ja, das ist halt sowas, das machst du auf die Schläfen und so. Da habe ich gedacht, so, das hilft halt kaum. Habe ich halt noch nie benutzt, schleppe ich schon seit 2 Jahren mit mir rum. Und habe ich drauf gemacht, sofort besser. Sofort. Also Höhenkrankheit, das hier ist der Shit. Echt, ich habe gedacht, mir explodiert der Kopf. Jetzt geht es mir eigentlich ganz gut. Klar, ich atme noch wie ein Idiot und so. Ich meine, es dauert ungefähr 3 bis 4 Wochen, bis der Körper sich an die Höhe gewöhnt. Und dann, wie gesagt, von 0 auf 4500. Ja, mir geht's so lala. Besser auf jeden Fall. Ja, es hat dann natürlich so geregnet gestern Nacht, dass es hier geregnet hat. Da musste ich ja noch raus und sagen, es regnet in mein Zimmer rein. Aqua de Florida. Merkt euch das. Das ist der Shit. Ich weiß nicht, ob man es auch trinken kann. So wie Klosterfrau Melissengeist kann man ja auch immer trinken. Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber es ist halt gut. Ich mache es jetzt nochmal drauf und dann fahre ich los. So. Am 3. Tag bin ich also wieder auferstanden. Ich verlasse das Zimmer und suche die heißen Thermalquellen am Fuße des Vulkans auf. Sí, de Sajama hoy, ya. No lejos. De Alemania. Pero en la moto no. Sí, en la moto. Pero la moto con Baco a Chile. Sí. Das Wetter ist jetzt okay, es fängt gerade leicht an zu regnen. Ist geil, ist halt niemand da. Und ich bin jetzt hier das ist ja, warum ich hierher gefahren bin, Agua Thermales. Und es ist halt geil, hier sind die Alpakas.
Und ich weiß jetzt hier nicht so genau, wo ich langlaufen muss, aber ich denke mal, das geht da runter, weil hier sind so 2 Pfosten gewesen. Und da ist ja so, sind so Pfosten. Den folge ich. Hallo. Und wie nah ich hier bin an denen. Absoluter Wahnsinn. Man hört es da schon. Ich hoffe, die sind ja auch schön warm jetzt, die Aquatermales. Das sieht aus wie die Umkleide. So habe ich es mir vorgestellt. Wenn es regnet, sitze ich da drin, schön warm. Und muss mich davon nicht gestört fühlen. Und ich habe auch gedacht, vielleicht ist es gut auch für meine Höhenkrankheit. Frio und heiß. Oh. Yes. Ich würde sagen, es hat ungefähr 40 Grad. Oh. Ein Traum. Träumchen. Hier im warmen Wasser, umgeben von der Stille der Hochanden und neugierigen Alpakas, versuche ich wieder transportfähig zu werden. Der Schmerz pocht noch in meinem Kopf, aber das warme Wasser und die Kulisse sind Medizin für die Seele. Mein 5000 Kilometer Rausch ist für diesen Moment vorbei. Das Video endet hier. Aber mein Weg, der geht weiter. Erstmal runter, die Höhenkrankheit loswerden. Und dann wieder rein in den Sattel. Das ist auch mein Ziel für 2026. Das Leben ist endlich. Macht was draus.